Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem ungewöhnlichen Fly Universe Video. Ich bin wieder auf Boroding am Questen und leider macht es die Konkurrenz extrem schwer, diese Quests abzuschließen, weil einige der Coral Island Quests erfordern es, dass man verschiedene Giants und Violets tötet. Und da halt auf Boroding logischerweise, auch wenn momentan weniger los ist wegen FEC, trotzdem viele Leute am Giants hunten sind, ja, hier natürlich aktiv am Suchen sind, aktiv am Hunten sind, macht es das Ganze natürlich ja, nicht besonders einfach, die Giants zu finden für die Quests oder auch die Violets. Und ich hatte heute eigentlich vor, alle Quests durchzumachen. Warum, seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Video oder so. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht ganz schaffen, fürchte ich, weil einfach zu viel los ist. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann, wenn ich hier schon rumfliege und meine Zeit investiere, nach Giants bzw. Violets zu suchen, dann töte ich einfach alle, die ich so finde, unabhängig davon, ob ich sie noch brauche oder nicht. Also den Giant Naga, den habe ich jetzt schon zweimal getötet tatsächlich. Das ist jetzt schon der dritte. Bei den ersten beiden hatte ich diesen Plan jetzt noch nicht, daraus auch ein Video machen zu können. Aber wie gesagt, wenn ich das jetzt hier so mehr oder weniger die ganze Zeit mache, dann wäre das ja irgendwie wasted, wenn ich das dann nicht aufnehme. Denn es ist ja schon ziemlich selten für mich hier Hernes Giants zu farmen. Mir fällt gerade auf, ich habe hier gar keine Power-Ups mehr aktiv. Deswegen sackt der Damage auch wieder so heftig. Genau. Aber gut, sehr viel mehr aktiviere ich jetzt eh nicht mehr. Lohnt sich einfach nicht, wenn man nicht die ganze Zeit gegen Giants kämpft, da so viel Power-Ups zu aktivieren. Läuft alles nur ins Leere. Und die gehen auch ohne Down. Dauert es halt ein kleines bisschen länger. Und ja, ist jetzt gerade auch ein bisschen risky. Ich bin gerade tatsächlich auf Channel 4. Ich will hier eigentlich auch schnell wieder weg, weil ich bin mir relativ sicher, dass so ziemlich jeder, der mich hier sehen würde, mich sofort umbringen würde, um sich den Giant oder den Nagel zu reißen. Was anderes wäre es vielleicht, wenn ich hier leveln würde. Aber mit dem Giant ist das natürlich ein sehr großer Risikofaktor. Aber wir befinden uns gleich im Endspurt. Noch sehe ich auf der Minimap nichts. Mein Elementor wäre zur Not da zum Verteidigen, in Anführungszeichen. Elementor ist ja im PvP eigentlich ziemlich stark. Aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Treffe ich das GT überhaupt? Yeah. Genau, ja, die ersten beiden Giants haben obviously nichts gedroppt, sonst wäre es sowieso schon im Video gewesen. Und dieser Giant hier droppt auch gar nichts. Also nicht nur keine Waffe, sondern wirklich gar nichts. Oh, doch, eine Lightning 4 war sogar dabei, ne? Moment. Tja, here we go again. Wieder Giant Naga gefunden, nicht den Violet. Übrigens, genauso war es das letzte Mal auch, als ich mit meinen anderen Chars of Boroding diese High-Level-Quests gemacht habe. Ich habe immer den Giant oder Violet gefunden, den ich nicht oder nicht mehr gebraucht habe. Und das ist echt frustrierend. Also ich finde bei den Quests generell, ob das so sinnvoll ist, hier Giants töten zu müssen, Anführungszeichen, die halt auch wirklich relevant sind wegen diesen Herneswaffen-Drops. Klar kann man jetzt sagen, naja gut, aber ist ja dann auch eine gewisse Schwierigkeit. Aber ganz ehrlich, ich fände es eigentlich sinniger, wenn die Giants stärker wären oder wenn es halt wieder diese speziellen Quest-Monster gibt, die ja im Low-Level stark vertreten sind. Ich meine, Flaris zum Beispiel. Da laufen ja Monster auf Level 40 rum zum Beispiel. Gut, die sind natürlich quest-spezifisch. Wenn du nicht die Quest machst, musst du die auch nicht töten und so. Aber vom Prinzip her, dass man einfach diese quest-spezifischen Monster hat und die können ja dann sogar noch stärker sein als die Giants und die Violets. Theoretisch. Ja, also ich rede jetzt ja gar nicht mal darum, dass es unbedingt leichter sein soll, die Quests abzuschließen. Also ein Stück weit halt schon. Aber ich meine, diese Sucherei, das ist halt einfach nur sinnlos. Also ich meine, ganz ehrlich, am Ende des Tages sagst du dann irgendwann, also gut, jetzt hier geht's noch auf FEC, es ist halt extrem schlimm bei den Quests, also auf Boroding, sag ich mal. Aber wobei man auch sagen muss, auf Boroding momentan auch nur deswegen halbwegs okay, weil halt nur 5 oder 6 Leute zeitgleich farmen und nicht 50 oder 60. Und genau das ist ja das Problem auf FEC, gerade wenn du dort die Quests machen willst. Es ist unfassbar schwierig, überhaupt mal auch nur einen einzigen Giant zu finden. Geschweige denn den du für deine Quest brauchst. Und du musst da wirklich stundenlang campen oder rumfliegen und gucken, ob der da ist oder nicht. Und ganz ehrlich, wie gesagt, das ist ja dann nicht wirklich der Sinn der Quest. Der Sinn der Quest ist ja, sonst würden sie uns ja nicht die Aufgabe geben, Giant und Violet Naga zu töten. Der Sinn der Quest ist ja letztendlich zu gucken, kannst du den töten? Bist du stark genug, um Giant Violet Naga zu töten? Das ist ja eigentlich die Aufgabe. Und die Aufgabe ist ja nicht, oder das Problem der Quest sollte nicht sein, ja, find den erstmal. Und dann kannst du gucken, ob du ihn töten kannst. Ja. Also finde ich irgendwie ein bisschen blöd und definitiv großes Verbesserungspotenzial.
bei den Quests, also man hätte ja auch andere Aufgaben hinzufügen können, töte 5-mal Red Meteonica oder so. Mein Gefühl würde alles mehr Sinn ergeben. Na gut, 5-mal Red Meteonica töten würde es nicht so viel Sinn ergeben. Aber vom Prinzip her, es war jetzt nur ein dummes Beispiel, 5-mal Wilds abschließen, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel. Also, whatever. Halt irgendwas, was man halt realistisch auch machen kann, ohne dass man halt so viel Zeit investieren muss, wie gesagt, in die reine Suche nach Giants oder Violets. Ist halt zumindest meine Meinung. So, das ist der 4. Giant, den ich heute töte. Mal gucken, ob der was droppt. Jetzt nicht auf Channel 4, also zumindest kann uns jetzt keiner wegsnipen. Also der sollte in the Tash sein. Und droppen wir etwas. Partyscales laufen natürlich. No, gar nichts. Genauso habe ich Giant Farmen in Erinnerung. Guckt mal, was ich gefunden habe. Es ist Violet Naga. Ja, wie gesagt, 4-mal den Giant getötet. Basically den Giant auf jedem Channel tatsächlich getötet, glaube ich. Und dann endlich den Violet gefunden. Also schon sehr wild. Weiß nicht, ob das auch in den Respawn-Zeiten liegt oder ob ich einfach Pech hatte. Aber es ist tatsächlich so, ich kenne diesen einen Violet Naga-Spot, weil ich da immer gefarmt habe oder gelevelt habe. Oder mir dann immer auch auf die Nerven gegangen ist. Und da, ich schwöre, also, war jetzt wahrscheinlich nur Zufall, aber ich schwöre, seit ich jetzt geguckt habe, ob er da ist oder nicht, habe ich da andauernd Leute stehen sehen, weil das halt so dieser Classic-Spot ist, wo man so als erstes hinguckt wahrscheinlich, wenn man den Violet sucht oder wenn man generell hier auf Giant Violet-Suche ist. Und ich dachte mir so, ey, komm, ich brauche doch nur diesen einen Giant für die Quest. Und ausgerechnet bei dem, Violet, ausgerechnet bei dem campen jetzt gefühlt alle und wollen den jetzt auch alle haben. Obwohl sie halt höchstwahrscheinlich die Quest nicht machen, aber war in dem Moment einfach nur Zufall, weil seitdem habe ich sie tatsächlich nicht mehr gesehen. Also war in dem Moment, wo ich gerade nochmal eine Runde geflogen habe, dann einfach nur Zufall, dass die dann auch gerade da am Start waren. Genau. Ja, aber es ist schon weniger los, muss man sagen. Also auf FEC, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit über einer Stunde bei der Quest, aber ein Großteil war auch einfach diese 300-mal Beweis des Sieges suchen. Dafür muss man nämlich, das ist auch voll die komische Quest-Beschreibung. Hier steht, sammle Beweis für den Sieg über mindestens 1000 Small Naga. So laufen eigentlich keine Dropskills. Naga oder Captain Naga. Besiege danach Giant Naga und Violet Naga. Mindestens 1000. Also ich schätze mal, es bezieht sich auf die Droprate von dem Zeug, dass es vielleicht die Droprate unter 3% liegt oder so. Keine Ahnung. Aber ja, so oder so. Man muss auf jeden Fall sau viele Naga töten. Also ich habe über eine halbe Stunde dafür gebraucht mit Elementor. Es dauert schon echt lange. Habe ich wieder mal ein bisschen unterschätzt. Deswegen, wie gesagt, das, was ich mit der Quest gesagt habe, dass ich die heute alle abschließen wollte, das war ein bisschen utopisch oder ein bisschen hoch, ja, angestecktes Ziel, weil offensichtlich hat das nicht funktioniert. Oder hätte das nicht funktioniert. Also ich hätte jetzt noch 3 Stunden Zeit oder so dafür. Aber da machen wir eben eine kleine Farm-Session draus. Und ich habe damit zumindest jetzt, wenn der jetzt erfolgreich down gehen sollte, wovon ich aber jetzt mal ausgehe, zumindest die erste Quest auf jeden Fall abgeschlossen. Und es müsste die zweitzeitaufwendigste sein. Also eine extrem zeitaufwendige ist die Wilds Quest ab 155. Die ist extrem zeitaufwendig leider. Weil der Dungeon, du musst ja die ganze Zeit rein rausgehen. Der Dungeon selbst dauert trotzdem, ja, locker 20 Minuten, wenn du jetzt nicht so viele Power-Ups anschmeißt. Auch im Story-Mode. Plus die ganze Zeit das rein rauslaufen mit 8 Chars. Oder in dem Fall sind es nur 6, aber trotzdem, auch das dauert relativ lange. Also da geht einfach Zeit flöten, leider. Und, genau. Und eine andere Quest ist dann, glaube ich, noch das mit Dorian und Oaken. Da muss man basically nochmal das Gleiche machen, soweit ich weiß. Da muss man quasi nochmal so Schrottteile oder so sammeln. Jetzt macht sie viel Damage. Rage Face am Start. Eine kleine Barrier of Life reinknallen und ein kleines Holy Guard. Wie lange hält der Holy Guard eigentlich? 5 Sekunden. Trash. Oh, ich bin gar nicht in Reichweite für Heal, oder? Doch. Und unser erster Drop, maybe? Erster Drop, ein Product? Nein? Ach, das gibt's doch nicht. Nicht mal ein Product. Nur kurz double checken, ob alle die Quest abgeschlossen haben. Sieht gut aus. Yes, okay. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall erledigt. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich werde die Quests wahrscheinlich gleich abgeben und vielleicht nochmal ein bisschen nach dem Giants suchen. Okay, direkt auf dem gleichen Channel, nicht unweit davon entfernt, noch den Giant gefunden. Sehr schön. Vielleicht bringt uns das ja Glück. Also fürs Protokoll, als das Update neu war, habe ich schon ein bisschen Giants gefarmt. Wir haben, also ihr müsst jetzt schätzen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall über 100 Stück getötet. Plus Violets, wobei die Violets damals natürlich leider noch keine Waffen gedroppt haben. Die haben nur Products gedroppt. Da waren wir auch relativ erfolgreich. Also wir haben legit
sagen wir, 20 Violets pro Abend gekillt, maximal. Und wir haben halt literally 5 bis 10 Prolets gedroppt. Also es war echt heftig, wie viele Prolets man gedroppt hat. Oh, boah, meine Aim stand nicht, er stand im Kreis, man hat es halt überhaupt nicht gesehen. Genau, also da waren wir relativ erfolgreich, aber eine Waffe habe ich tatsächlich noch nie gedroppt. Allerdings sind die Preise auf Bow-Ding auch echt wild. Also Bow, Staff und Wand sind alle noch im Bereich von paar 1000 F-Coin, zigtausend F-Coin, paar 100 Euro umgerechnet. Beziehungsweise halt irgendwo, keine Ahnung, bis zu 8 Milliarden wohl Sofortkaufpreise. Was schon echt krass ist. Immer noch nach 9 Monaten, nachdem das Update released wurde. Und dann gibt es aber auch natürlich die schlechten Waffen. Also die schlechtesten Waffen, die ich jetzt gesehen habe, sind Jojo of Furnace. Das liegt so bei 600 Mio. Und Slayer of Furnace liegt noch drunter bei, keine Ahnung, 400, 300, 400. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das irgendjemand für 200 kaufen würde, weil es halt einfach eine schlechte Waffe ist, die kein Mensch haben will. Und generell Knight halt auch extrem wenig gespielt wird. By the way ist mein Upcut-Stone abgelaufen. Ich habe mich schon gewundert, irgendwie ist der Damage so extrem gesunken. Genau. Ja, aber das ist halt echt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber also was heißt Armutszeugnis? Das ist halt irgendwie so ein bisschen die Spanne zwischen den guten und den schlechten Waffen ist so ein bisschen kacke. Also da hat man das Gefühl, dass da irgendwie vielleicht das Spiel auch was machen müsste. Ich meine natürlich, du kannst dich einen Staff of Fairness vergleichen mit einem Slayer of Fairness. Wie soll das funktionieren? Die meisten Leute spielen im High-Level kein AOE-Knight mehr. Und der Waterbomb-Effekt wäre, wenn überhaupt, nur für AOE-Klassen relevant. Dann ist halt zusätzlich das Problem, dass die Slayer of Fairness eine 1v1-Waffe ist. Und naja, du als AOEler halt eigentlich kein Slayer of Fairness tragen würdest, so oder so nicht. Egal, ob er gut oder schlecht ist oder egal, ob er was einfach keine AOE-Waffe ist. Also es ist so ein bisschen, bei manchen Waffen halt einfach denkt man sich so, warum existiert die überhaupt? Slayer of Furnace, perfektes Beispiel. Jojo of Furnace, genau das gleiche. Wenn du wirklich 1v1 Jester spielst, wirst du ein Duzakas Crystal Jojo, weil es mehr Damage hat, weil es bessere Werte hat. Du willst kein Jojo of Furnace, eigentlich vielleicht für Dungeon Runs, dass du ein bisschen im AOE unterstützen kannst mit dem Waterbomb-Effekt. Aber auch da und dann halt auch noch zusätzlich die Beliebtheit der Klasse sorgt natürlich auch dafür, dass es natürlich so im Preis noch ein bisschen weiter nach unten geht, als eher nach oben oder so. Ja, aber wie gesagt, es ist schwierig und hier und da würde man sich schon wünschen, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Also die teuren Waffen günstiger und die extrem günstigen Waffen dann vielleicht sogar ein bisschen teurer. Weil ich meine, wie gesagt, so 600 Mio für ein Jojo Furnace ist halt irgendwie schon auch ziemlich crazy. Aber naja, das sind nur so meine Beobachtungen. Also egal, ob man was droppt oder nicht, selbst wenn man, also besser gesagt, selbst wenn man was droppt, heißt es nicht automatisch, dass man viel Kohle macht damit. Und wir haben wieder nichts gedroppt. Schade. Okay, ja. Das war jetzt der 5. Giant für mich, der 3. jetzt gleich im Video. Ja, ich drehe noch ein paar Ründchen und dann gucken wir mal, ob wir noch was finden. Mir ist gerade ein ziemlicher Anfängerfehler aufgefallen, vor allem, wenn man mit so vielen Chars farmt, wie ich das mache. Ich habe die Quest nicht angenommen, die Ultima-Quest. Und das ist deswegen ein enormer Fehler, weil man, ja, soweit ich weiß, das schon Party geshared bekommt. Doch, eigentlich 100%ig. Also ich habe zwar monatelang keine Giants mehr gefarmt, bin eigentlich komplett raus aus dem Zeug. Aber das weiß ich noch. Eigentlich. Ziemlich sicher. Und ja, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen was verschenkt. Aber gut, ich sag mal so, sie sind nicht mehr so ultra relevant, weil eigentlich muss man jetzt ja jede Waffe nur noch einmal auf Ultimate machen. Was ja auch eine 100% Success-Chance hat. Man kriegt die Dinge auch aus Dungeon Runs. Und genau, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so wild tatsächlich. Aber bisschen blöd ist natürlich schon. Genau. Ja, nächster Giant am Start. Ja, ich glaube, ich bin gerade der Einzige, der bei Naga unterwegs ist. Wie gesagt, die andere Gang kurzzeitig war da ein bisschen was los. wie sie diesen Violet-Spot da abgegrast haben alle oder alle da ihre Chars aufgestellt hatten kurzzeitig. Aber seitdem tatsächlich keinen mehr gesehen und gefühlt auch jeden Giant jetzt abbekommen. Aber nur ein Violet. Das mit dem Violet ist schon sehr seltsam. Also keine Ahnung, wo die sich alle versteckt haben. Da habe ich nur einen einzigen gesehen. Sehr, sehr komisch. Genau, geht auch gut runter. Ja, by the way, warum ich das jetzt noch mit Ranger mache, jetzt habe ich die Quest ja fertig, jetzt kann ich es auch mit dem anderen Char machen. Weil mein Blade hatte halt die Quest nicht, der hat die ja schon gemacht, deswegen musste ich jetzt mit meinem Ranger das machen. Ich muss sagen, es läuft ganz gut mit dem Ranger. Macht irgendwie auch Bock tatsächlich. Hohe Blockrate, hohe Ausweichrate. Ist ziemlich chillig. Ich habe mir jetzt ein HP-Pad gekauft, extra für die Quests tatsächlich, also ihr werdet lachen. Aber habe ich mir tatsächlich extra für die Quests besorgt. Also ich wollte schon immer so ein mittelmäßiges HP-Pad haben und habe mir jetzt endlich eins geholt. Leider nur 2,9k. Eigentlich wollte ich eher so 3,5k. Aber naja, man kann nicht alles haben.
So, was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, ist die Quests anzunehmen. Egal, ob wir jetzt noch einen Giant finden oder nicht. Und ja, ich suche jetzt auf jeden Fall nochmal, wenn ich noch was finde, dann machen wir das noch. Ansonsten geben wir die Quest ab und Coins a Day. Nächster Violet, wieder auf Channel 4, den haben wir vorhin schon getötet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt sein direkter Nachfahre ist, aber auch hier wieder ein bisschen Arsch flattern, weil es Channel 4 ist und jeder, der vorbeikommt, könnte mich natürlich eiskalt einfach umbringen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Leute das respektieren, dass ich hier mit 8 Chars am Start bin. Und wenn sie halt 1, 2 Chars töten, habe ich halt doch eine Menge am Start sozusagen. Ja, mal schauen. Ich hoffe einfach, dass es nicht dazu kommt. Die Giants gehen echt sehr schnell down eigentlich. Also das ist so ein kurzes Zeitfenster. Ja, da kann man sich natürlich schon begegnen, aber so grundsätzlich ist es trotzdem eher unwahrscheinlich eigentlich. Aber wir werden sehen. Ja, ich wollte jetzt natürlich auch noch gucken, also wenn ich jetzt keinen Naga mehr gefunden hätte, hätte ich jetzt natürlich gesagt, ich gehe noch zu anderen Giants Violets. Aber bei Naga muss man halt sagen, bin ich halt auch in der Drop-Range und es passt vom Element her, weil mein Bloody Bow hat halt Feuer plus 10. Das wäre jetzt halt natürlich bei Wasser-Giants, wovon es ja auch ein paar gibt hier, nicht so vorteilhaft. Also der Naga passt jetzt hier halt ganz gut wegen Windvorteil oder Feuer gegenüber Windvorteil vom Element her. Das trifft sich hier ganz gut. Tiger wäre auch Wind, aber die sind halt im Level schon deutlich niedriger. Also Giant Tiger, Violet Tiger. Gut, Violet Tiger, ja, würde eigentlich auch nicht mehr gehen. Das sind auch schon einige Level unter mir. Ja. Aber ich sag's mal so, letztendlich die Chance auf die Waffen ist, auch wenn du im Levelbereich bist, so gering. Man kann einfach alle töten. Also man sieht ja auch Leute rumfliegen, die sind eigentlich alle 150 plus. Die ist wenigstens, also ich habe eigentlich noch nie jemanden gesehen, der unter 150 ist und hier farmt. Und viele sind halt wirklich so 156, 57, also sogar noch höher als meine Chars jetzt in dem Fall. Gut, wenn ich mit den ganzen Quests fertig bin, sollten die eigentlich auch 156 sein. Aber soweit bin ich jetzt ja noch nicht. So, wieder GT vergessen, der absolute Klassiker. So, Ranger lief es komischerweise sogar noch, oder das war noch ein Anzeigefehler. Genau. Ja, aber es mit den Violets, selbst jetzt, wo ich hier nicht mehr brauche, triggert mich das irgendwie. Wo zum Teufel sind die Violet Naga? Weil ich habe einen einzigen auch nur gesehen. Es hätte ja auch sein können, dass jemand anderes den sich schon geschnappt hat und gegen den kämpft oder so. Weil die Kämpfe, wie gesagt, also selbst bei meinem eher moderaten bis schlechten Equipment, dauern nicht besonders lange. Das heißt, jemand, der richtig gutes Equipment hat mit einem Blade, der fetzt natürlich durch die Giants durch in unter 60 Sekunden teilweise wahrscheinlich. Aber selbst dann, wie gesagt, ich war jetzt hier die ganze Zeit unterwegs wegen der Quests, habe auch wirklich keine Pause gemacht. Weil ich habe ja auch so gedacht, ach komm, dann mache ich einfach was anderes und schaue eine halbe Stunde nochmal, ob dann einer da ist. Aber nee, ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, das ist jetzt, nee, ich will das jetzt einfach durchziehen, ich will es jetzt fertig machen. Und bin dann wirklich die ganze Zeit Channel gewechselt, geguckt, Channel gewechselt, geguckt, Channel gewechselt, geguckt. Habe ich irgendwann gesagt, okay, ich töte einfach noch ein paar Giants. Damn. Der hat gesessen. Wow. Ouch. Damn. Und no Drop. Also keine Drops, keine Herneswaffen-Drops, damit würde ich auch überhaupt nicht rechnen. Aber zumindest irgendein Drop, also Orichalcum oder so, irgendwas könnte jetzt langsam schon mal kommen. Aber ich schätze, dafür brauchen wir ein Violet, weil die droppen ja deutlich... Alomeo. Das ist aber echt risky. Schon der zweite Giant auf Channel 4. Direkt daneben. Erhöht natürlich das Risiko, dass jetzt hier jemand vorbeiguckt. Ey, das war jetzt flawless. Einfach legit über den Berg geflogen und direkt gefunden. Aber wie gesagt, je länger wir hier auf Channel 4 Zeit verbringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass früher oder später mal einer rüberschaut und guckt, was hier abgeht. Mies ist halt auch, der ist nur 2 Level höher als der Giant. Der Giant ist 156, der Violet ist 158. Und der Violet hat einfach 6 Millionen Leben mehr. Ich finde das irgendwie so übertrieben viel. Also keine Ahnung. Ich finde das pervers. Für 2 Level 6 Millionen Leben. Aber es sind halt generell diese HP-Werte von diesen Giants extra, deswegen, weil sie wahrscheinlich die Unique-Waffen wieder droppen. Im Vergleich zu den Astraea-Giants, die sie ja nicht droppen. Die droppen ja nur Set-Teile in Astraea. Aber es ist wahrscheinlich extra so gemacht, dass die Giants hier zumindest von den HP-Werten, von den Damage-Werten braucht man nicht drüber reden. Ich tank den Giant gerade mit dem Ranger, der zwar tatsächlich das 150er PvE-Set trägt, also das Tank-Set, aber ja, trotzdem jetzt halt eigentlich kein Tank ist. Wobei Ranger ist halt, das ist halt etwas, was bei Ranger echt cool ist. Maximale Blockrate, maximale Ausweichrate, trotzdem bist du Full Damage. Du gibst dem HP-Pad und oder HP-Set und die sind so freaking tanky, diese verdammten Ranger. Es ist richtig lächerlich eigentlich schon fast. Also, das ist schon ziemlich cool.
Das ist auf jeden Fall etwas, was mir an Ranger sehr gut gefällt, dieses Hybrid, dass du immer Hybrid bist, zumindest im 1v1. Bringt jetzt natürlich nicht viel, wenn du jetzt im PvP gegen einen Elementor oder so antreten würdest, keine Frage. Aber gut, wer zum Teufel spielt schon PvP? Am I right, Chat? Oder in dem Fall wohl ja YouTube-Kommentare. Am I right, YouTube-Kommentare. Ich dachte gerade kurz, da wäre ein weißer Punkt aufgeploppt. Das wäre dann ein anderer Spieler gewesen, der sich eingeloggt hätte, aber glücklicherweise nicht. Ja, es sind wieder ein paar Power-Ups abgelaufen. Ich bin jetzt auch ein bisschen geizig, weil wir werden jetzt auf jeden Fall gleich Feierabend machen. Da will ich jetzt hier nicht nochmal fett das ganze Arsenal anwerfen. Meine Chars haben zwar sehr viele Power-Ups gesammelt über die Jahre, kann man wirklich schon sagen. Durch die Dailies und so. Aber es gibt trotzdem ein paar Power-Ups, die trotzdem relativ kostbar sind. Wie zum Beispiel die Crit-Damage Medizin und so. Die wachsen jetzt halt trotzdem nicht auf Bäumen. Und ich habe tatsächlich schon 3 Stück aktiviert, weil es halt die ersten waren auch komplett verschwendet. Ich habe den ersten Giant getötet. Dann ewig gesucht, nichts gefunden. Dann habe ich noch die restlichen Quest-Items gesammelt. Und bis dahin waren halt meine ersten 30 Minuten Power-Ups auch schon weg. Ja, ich hätte meinen Ranger ausloggen können. Naja, wobei eigentlich nicht. Nee, ich habe die Quest-Items noch gesammelt. Hätte ich tatsächlich nicht ausloggen können. Also, ja, ist tatsächlich schon ein bisschen blöd. Schwierig. So. Jetzt hier langsam in den Endspurt. Letztes Drittel beginnt. Ja, der Violet, der haut schon echt heftig rein. Also mein Ranger hat auch kein Element auf der Suit. Aber es trifft sich hier eigentlich auch gar nicht so schlecht wegen... also wegen den anderen Giants. Weil wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Feuer plus 10 auf der Suit hätte, wäre es natürlich auch trotzdem irgendwie blöd. Weil sobald du dann zu dem anderen Giant gehst, brauchst du einen Element Change. Das ist immer das Problem bei Element auf der Suit. Wobei es natürlich einen riesigen Unterschied machen würde. Also wenn ich jetzt hier noch das richtige Element auf der Suit hätte und sei es nur plus 5 oder so, wäre es natürlich nochmal, da wären wir nochmal so viel mehr tanky. Richtig krass. Das ist ja diese Stärke von Ranger. Also Ranger an sich ist schon echt eine coole Klasse. Also wie gesagt, wenn ich kein Elementor spielen würde, oder nicht mehr, würde ich auf jeden Fall wieder Ranger spielen wahrscheinlich. Beziehungsweise habe ich ja die Möglichkeit, dadurch, dass ich alle Klassen im High-Level habe und meistens auch mit gutem Equipment oder zumindest ausreichendem Equipment, habe ich eigentlich jederzeit die Möglichkeit, das zu tun. Jetzt gibt es hier aber auch ordentlich aufs Maul. Wow. Okay. Jetzt will das... Alter, wieso block ich nichts? Der trifft halt alles. Sheesh. Sheesh. Vielleicht sind gar nicht die anderen Spieler mein Problem, sondern wirklich nur der Violet Naga. Er ist auch mein schlechter RM. Eigentlich müsste ich auch auf meinen guten RM wechseln, weil der RM hier hat gar keine Cast-Time. Und wir haben wieder nichts gedroppt. Also gar nichts. Das kann doch nicht sein. Also jetzt würde ich aber schon sagen, dass es doch schon fast wieder ein bisschen unlucky ist. Kein Pro-Deck, kein Ori, kein gar nichts bei... Was waren das jetzt? 6 Giants, 2 Violets? Also ja, ist jetzt nicht extrem ungewöhnlich, aber ich habe beim letzten Mal auch nichts gedroppt, wenn ich die Quests gemacht habe. Also wären es jetzt schon wieder 15 oder so. Yikes. Tja, wer hätte das gedacht? Giant und Violet auf dem nächsten Channel fast genau an der gleichen Stelle, auch direkt nebeneinander. Crazy. Ich suche mir eine halbe Stunde lang den Arsch ab und jetzt finde ich sie links und rechts. Also das gibt's ja gar nicht. Das ist echt crazy. Also wenn wir jetzt wieder nichts droppen... Ich glaube, ich hatte gerade, by the way, mein Pet nicht draußen. Kann das sein beim letzten Violet? Deswegen habe ich, glaube ich, so gestruggelt. Vielleicht auch nicht, aber... Habe jetzt noch eine STA-Medizin angemacht, damit wir noch ein kleines bisschen mehr AP haben. Und, weil jetzt, glaube ich, wieder was abgelaufen ist, tatsächlich. Das ist halt das Problem, wenn man eigentlich sofort aufzuhören. Und dann findet man noch Giants und dann aktiviert man doch wieder ein paar Power-Ups. Und dann sind aber die von davor halt noch weg und dann so, ja. Das ist echt blöd. Weil eigentlich hatte ich jetzt ja schon vor, Endspurt zu machen. Aber ich meine, natürlich, wenn ich mich jetzt einlogge und ich sehe direkt 2, wäre es ja auch wieder dämlich, die jetzt nicht zu killen. Wenn ich jetzt einmal hier am Start bin. Ist halt lustig, weil Zeug hat insgesamt echt nur eine Quest gemacht und, ja. Achso, und by the way, mit den Ultima habe ich mich vertan. Ich habe sie tatsächlich gedroppt, auch ohne die Quest. Und sie sind nicht Party geshared. Man droppt tatsächlich immer nur einen anscheinend.
weil, wie gesagt, ich hatte die Quest nicht angenommen. Mein Elm hat einen bekommen, mein Ranger hat einen bekommen und die anderen haben aber keine bekommen. Also es ist anscheinend doch nicht so, dass die Quests geshared sind. Ja, ich war mir nicht mehr sicher tatsächlich. Das heißt, es bringt mir jetzt eigentlich doch nicht so viel, weil wenn jetzt alle meine Chars einen haben, dann ist das jetzt irgendwie auch sinnlos. Aber ja, gut. Vielleicht töte ich ja so viele Giants irgendwann noch, dass ich dann halt, keine Ahnung, so viele habe, dass ich dann das irgendwann mal eintauschen kann oder so. Aber wie schon gesagt, man braucht ja eigentlich effektiv echt nur einen Orb pro Waffe zumindest, dank der Reroll-Scrolls, die es mittlerweile gibt. Also jede Waffe muss man effektiv eigentlich nur einmal zu einer Ultimate-Waffe machen. Und von dem her sehe ich das da jetzt eigentlich auch nicht wirklich kritisch, muss ich sagen. Genau, man sieht, der Damage ist wieder runtergegangen, weil ich jetzt schon, ja, ich habe lange gebraucht zum Umloggen. Klassisches Flive-Problem. Alle meine Chars haben meinem RM gefolgt. RM wechselt Channel. Dann wechsle ich mit allen anderen auch den Channel. Heißt es, ja, das geht jetzt nicht, du bewegst dich gerade. Ich stand still in der Luft, 0 km/h. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's so sehr. Es ist wirklich manchmal so freaking unnötig, ey. Also gefühlt 2 Minuten gebraucht, um Channel zu wechseln, weil es halt einfach wieder nicht funktioniert hat wollte. Und da halt natürlich noch herfliegen. Weil ich habe jetzt immer mit meinem Ranger gescoutet. Bevor ich jedes Mal mit 8 Chars Channel wechsle, wechsle ich natürlich nur mit einem. Falls er was findet, kann er direkt angreifen, Giant reservieren. Und der Rest kommt dann. Hat so eigentlich auch ziemlich gut funktioniert. Und von dem her passt das so. Da kommt wieder der Damage. Eine kleine Barrier of Life, ein bisschen Holy Guard. Eigentlich müsste man warten, bis Barrier of Life weg ist, bis man Holy Guard benutzt. Aber ich... Ja, also ich bin jetzt doch kein Mal gestorben. Das sollte passen, hoffe ich. 15.000, das ist tatsächlich ziemlich viel. Und kommt der erste Drop. Egal was, irgendwas, ein Set-Teil. Nichts. Auch kein wertloses 150er PvE-Set-Teil, einfach gar nichts. Also ich gerade kurz, der Violet ist schon despawned, weil ich so lange gebraucht habe. Ja, also spätestens bei dem Violet würde ich sagen, habe ich jetzt fast schon Anrecht darauf, was das was droppt. Weil wie gesagt, bei den Violets hatten wir echt gute Quoten. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht so niedrig. Also alle Products haben über 1% Basiswahrscheinlichkeit. Ich meine, das Wahrscheinlichkeitsthema, wo haben wir ja auch schon oft thematisiert, wie genau das funktioniert, weiß ja eigentlich keiner so richtig. Diese Angaben über Flyvipedia, die aus der API stammen, wie genau die zu interpretieren sind, ist ja nicht so hundertprozentig eindeutig, leider. Aber trotzdem, ich meine, ist ja egal, also welche Zahl da jetzt stimmt oder wie auch immer, oder ob das Ranges sind für alle Items oder nur für ein Item, pipapo. Egal. Sobald du so viele Items droppen kannst, die alle eine relativ decent Chance haben, oder haben sollten, plus Orikalkum, Shiny Orikalkum, was da jetzt noch alles dazukommt quasi, müsste ja eigentlich trotzdem irgendwann mal was kommen. Und wie gesagt, die Violets haben eigentlich also jetzt, wo die Waffen zu den Violets hinzugefügt wurden, müssten Violets echt häufig was droppen. Also du hast die seltenen Drops, die Waffen, die etwas häufigeren Drops, die Set-Teile, die etwas häufigeren Drops, die Products, und dann noch Shining Orikalkum, glaube ich, als seltenen Drop. Also, oder als mittelseltenen Drop sozusagen. Also, es gibt auf jeden Fall eine Menge Items bei Violets zu holen. Der Drop-Pool ist ziemlich groß. Vorausgesetzt natürlich, sie haben nicht, weil sie die Waffen hinzugefügt haben, anderes Sachen verringert. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Da habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht bis gerade eben. Das könnte theoretisch sein. Würde ich Ihnen jetzt aber mal nicht unbedingt unterstellen. Aber ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das öfter sehen wollt. Solange der FEC-Server noch läuft, denke ich, hätte man ganz gute Chancen, sowas hier ab und zu mal zu machen auf Borodeng. Einfach mal so 10, 15 Giants zu töten, Violets Giants zu töten und einfach nur zu gucken, ob was kommt. Also wenn ihr das öfter sehen wollt, können wir das auf jeden Fall machen. Und ja, also bei der FEC-Server vorbei ist, werde ich mir das wahrscheinlich nicht antun, weil wenn dann wieder 50 Leute hier rumschwärmen, dann macht das, finde ich, auch wieder weniger Sinn. Weil wie gesagt, jetzt gerade umgeloggt, eingeloggt, 2 Giants, umgeloggt, direkt daneben nochmal 2 Giants, da bist du, wie gesagt, 10, 15 Minuten erstmal beschäftigt, oder ich zumindest. Und das ist halt nice, aber wenn du halt erstmal 10, 15 Minuten nur mit Rumfliegen beschäftigt bist, wo du in der Zeit 4, 5, 6 Giants töten könntest, das ist halt so, ich weiß nicht, ich hasse das einfach. Ich denke mir halt, ja moin, hätte ich in der Zeit einfach gefarmt, hätte ich meine Safe 10 Mio gemacht und alle meine Chars hätten noch Prozente gemacht, gelevelt. Da habe ich effektiv irgendwie mehr von. So, also mal gucken. Ich habe 22.000 HP. Gerade eben beim letzten Giant hatte ich gleich noch 19.000.
Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich glaube, ich hatte Low-Grade Eel aktiv. Das ist jetzt abgelaufen. Und dafür hatte ich immer mein Pet nicht draußen. Ich glaube, so war's. Ich kann mich auch gerade nicht dran erinnern, dass beim letzten Mal das Pet draußen war. Ich glaube, ich habe es echt vergessen. Ich Dummerchen. Extra gekauft fürs Giegen. Und jetzt habe ich es vergessen. Das hat mich übrigens 640 Millionen gekostet. Ich hätte es gerne etwas runtergehandelt, vor allem weil ich schon Pets gesehen habe, HP-Pets auf Borodeng mit mehr HP für weniger, beziehungsweise für das gleiche Geld. Das ist 650, habe ich meins gesehen, mit 3,3k. Also es war jetzt ein bisschen auf der teureren Seite, aber leider war es wirklich der einzige, der es angeboten hat. Ein anderes wurde mir noch angeboten mit 4,1k und dann noch 3 Stück mit 5k. Aber das war halt out of budget, weil diese 3, also die HP-Pads, wo so um die 3000 HP haben, die sind halt gerade mal minimal besser als Reroll-Pads oder leicht besser. Die haben halt nur Medium Level. Kann ich ja meine zeigen. Ich glaube, es hat nur 2er und 3er bis auf eine 5. Ja genau, 1, 2... Oh, fuck. Ja, Healen wäre nicht schlecht, ne? Nein! Ach Mann. Jetzt wollte ich euch so stolz mein Pet zeigen. Ah. Ich wusste, ich jetzt nicht tun sollen. Hat er nicht resettet wenigstens. Nein. Immerhin. Na gut. Aber ja, auf jeden Fall, diese Pets sind relativ günstig. Alter. Okay, jetzt hat er mich wirklich angegriffen. Ja, das ist jetzt schlecht. Der muss jetzt sterben. Nein, er resettet trotzdem. Ich wollte ihn als Bait benutzen, damit er nicht resettet. Jetzt hat er geresettet. Scheiße. Gut, wir sind wieder ein bisschen zurück. Ich glaube, bei 4 Millionen bin ich gestorben. 4,5 Millionen. So weit bin ich jetzt noch nicht ganz gekommen, aber ja, egal. Ja, das war jetzt natürlich echt dämlich, weil ich bin literally nur gestorben, weil ich euch die Level von dem Pet gezeigt habe. Aber, naja, egal. War auf jeden Fall my bad. Ich hätte wirklich warten sollen, bis der tot ist. Jedenfalls, was mich halt ein bisschen getriggert hat an der ganzen Transaktion, war halt, ich habe mich wirklich, ich meine, das ist schon länger her, also das ist wirklich schon über einen Monat her oder so. Aber ich habe mich wirklich lange geärgert, also jetzt geärgert, weil ich habe wirklich lange immer gesehen, da hat einer immer so ein HP-Pad verkauft. Ich glaube, es hatte sogar 3,5k für 650 Mio. Und ich habe mich jedes Mal eingeloggt auf Channel 1 Borodeng, wenn ich Shops durchgeschaut habe oder so, auch schon während FEC war das. Und habe mir jedes Mal gedacht, das ist irgendwie echt günstig. So 3,5k, das hatte glaube ich dann 2,4er oder 2,5er oder so zwischendrin noch. Also nochmal einen Ticken besser als das, was ich jetzt habe quasi. Also eine 2 gegen eine 4 oder eine 5 getauscht, basically so ungefähr. Aber ich dachte mir so, Alter, ein Pad in der Herstellung kostet nicht sehr viel weniger. Ja, ich meine, klar, Reroll-Pads, S-Reroll-Pads sind bei weit unter 500 Mio mittlerweile auf Borodeng. Also ein reines Reroll-Pad für 650 oder so wäre abnormal teuer. Aber es ist ja kein Reroll-Pad, es ist ja ein Pad, das du actually benutzen kannst, was actually sogar ziemlich gut ist. Ja, also wenn du jetzt halt nicht 5 Milliarden direkt ausgeben willst oder so. Und ja, und ich habe mich dann echt irgendwie geärgert, dass ich es nicht gekauft habe. Es war halt vor dem Doppel-Upgrade-Event, da habe ich halt noch alles für Aproids ausgegeben. Da hatte ich das noch nicht so auf dem Schirm. Und jetzt habe ich halt, naja, ein bisschen schlechteres bekommen. Aber auf die 600 HP kommt es dann jetzt auch nicht an. Also so um die 3k HP-Pad ist echt nice zum Gegen. Man sieht es ja, man kann eigentlich alles wegtanken. Rage-Phase muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber mit genug Gegenheal sollte man es in der Regel überleben. Hat man jetzt ja eigentlich auch immer gesehen. Nur halt nicht, wenn man damit beschäftigt ist, sein Pet anzugucken. Dann wird es schwierig. Genau. Nochmal Holy Guard. Und noch ein Barrier of Life. Barrier of Life. Ich weiß nicht, ob ich so ein Skill theoretisch one-hitten könnte mit einem Crit. Ich glaube, ehrlich gesagt... Oh mein Gott. Da war fast der One-Hit. 20.000 hat's gemacht. Ich habe jetzt extra noch einen Low-Grade Eel angeschmissen, deswegen sind wir nicht gestorben. Vorher wäre ich tatsächlich gestorben. Aber im Low-Grade Eel habe ich mich jetzt eigentlich schon ziemlich sicher gefühlt, aber 20.000 ist schon auch ziemlich heftig. Also 20 von 25.000 weg mit einem Schlag. Und da ist endlich der Drop. Ja, also, ey. Also wirklich. Verdient. Ja. Also, wie gesagt, also irgendein Drop einfach nur zu kriegen bei so vielen Giants Violets, würde ich sagen, verdient. Ja, ich muss sagen, nach den jüngsten Erfahrungen hätte ich jetzt ehrlich gesagt lieber einen Giant gehabt zum Abschluss, aber Violet Naga nochmal gefunden. Und ja, ich denke mal, damit ist das Mysterium gelöst. Also die ganzen Violets sind einfach nur nicht gerespawnt anscheinend. Sie wären schon grundsätzlich da, sie haben einfach nur ewige Respawn
Zeiten gehabt, jetzt wo ich sie halt farmen wollte. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, also wir müssen das Ganze jetzt hier beenden. Vielleicht mit einem Drop. Irgendeinen Drop. Ich meine, wir haben gerade schon einen bekommen, ich weiß, aber noch einer. 2 schadet nicht. 2 Drops? 2 Drops für den Boy? Rein von den Leveln her, by the way, wären es auch gar nicht die Giants und Violets, die ich lieber farmen würde. Wie gesagt, das war jetzt hauptsächlich wegen Elementvorteil und natürlich Quest. Uiuiuiui, da geht's schon wieder ganz schön zu hier. Werde ich hier schon wieder ganz schön angetouched von diesem Vieh. Link Attack darf natürlich nicht fehlen. Und GT natürlich auch nicht. Da kommt mal wieder ein bisschen Blockrate bei rum. Ja, hier ist natürlich besonders bitter, wenn man ganz am Ende stirbt und der Giant resettet, weil vorhin war es echt unlucky, weil er dann... Ja, das Vieh hat sich noch so ultra viel bewegt, das ist echt ätzend gewesen. Wenn die meinen BP nicht gesehen hätte, wäre der BP nicht gestorben und dann hätte sie auch nicht geresettet. Oh no, Moment. A-Product gedroppt. Oh, let's go. Ach so, Moment, A-Products werden gar nicht angezeigt als Rare Drop? Oh. Das habe ich irgendwie vergessen, um ehrlich zu sein. Ja gut, vielleicht haben wir dann tatsächlich schon mal einen Product gedroppt, aber ich glaube nicht. Ja, tun wir einfach so, als hätten wir es auf jeden Fall nicht. Ja, egal. Wie gesagt, das war jetzt der Abschluss unserer Farmrunde. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt noch die Quest ab, dann könnt ihr das auch noch sehen. Und ja, weiter questen werde ich dann frühestens morgen, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier alles ein bisschen zu... das ist ein bisschen zu eskaliert. Also morgen werde ich wahrscheinlich wieder mehr auf Quests fokussen. Kommt drauf an, welche Quest, weil ich glaube, die übernächste Quest ist direkt Violet Meryl töten. Ja, mal gucken. Also vielleicht kommen jetzt noch ein paar Videos davon, egal ob ihr sie sehen wollt oder nicht. Einfach nur, bis ich dann die ganzen Quests abgeschlossen habe. Und genau, das ist nochmal ein Elementor, der ist auch dabei. Und genau, jetzt folgen mal alle dem Ranger, würde ich sagen. Zack, 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 zack und zack. Yeah. Quest-Belohnungen sind 10 Scroll of Bonus, 15 Millionen Penya und 26% auf Level 153. Das ist schon ganz schön saftig. Das ist eine sehr gute Belohnung. Ah ne, das nächste ist jetzt einfach nur eine Suche-Quest. Okay, die ist natürlich chillig, aber die machen wir jetzt trotzdem nicht mehr. Genau. Auch fast alle Chars jetzt auf 154. Oh, der ist sogar schon 154. Ja, die XP ist so extrem unterschiedlich wegen Toden, kein Blessing, keine Amplis. Mein Nightmare Blade, by the way, sind auch einfach nur so dabei, die haben die Quests alle schon gemacht. Genau. Ja, aber 15 Millionen Penya mal 6, das sind auch 90 Millionen Penya. Damit habe ich schon mal einen guten Teil des Pets, das ich mir gekauft habe, wieder reingeholt. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like und ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, tägliche Streams im Twitch-Link und in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.